Dieses Telefon verkauft sich aktuell bei Amazon über 3000 Mal im Monat, was es zum absoluten Bestseller macht. Wer nicht immer das schnellste und aktuellste Smartphone braucht, aber trotzdem auf gute Leistung und Performance nicht verzichten möchte, für den habe ich hier echt einen guten Tipp. Das günstigste Smartphone 2024 muss nicht schlecht sein, nur weil es 135 € kostet. Was es kann und warum es eines der meistverkauftesten Smartphones aktuell ist, verrate ich dir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Verpackungsinhalt, ihr seht schon, das ist nicht gerade dick, also können wir davon ausgehen, dass hier definitiv nicht viel drin sein wird, außer vielleicht das Telefon, was natürlich das Wichtigste ist. Aber wir schauen mal rein in den Karton, was hier sozusagen inklusive ist, und sehen natürlich erstmal eine schöne Verpackung. Samsung steht oben drauf, na wunderbar. Dann kommt natürlich hier das kleine Case, wo dann wirklich alles drin ist, was man definitiv für dieses Smartphone braucht. Smartphone, USB-C-Kabel, Schniepsi zum SIM-Karte rein und raus machen, gleichzeitig noch die Bedienungsanleitung und der Karton. Das ist alles, was sozusagen im Lieferumfang mit dabei ist. Ein Netzteil gibt es hier nicht, und wenn du ein gutes Netzteil brauchst, dann habe ich dir direkt eins in meiner Videobeschreibung verlinkt. Das Gehäuse ist aus Kunststoff und schimmert sehr leicht, gerade hier in diesem Schwarz-Blau, natürlich unwahrscheinlich schön im Sonnenlicht. Auf der Rückseite finden wir 3 Kameras. Hier sind sozusagen dann die Anschlüsse verbaut. USB-C-Anschluss, dann gibt es einen 3,5 mm Stereo-Klinke-Eingang und einen Mono-Lautsprecher. An der Seite kannst du dann hier sozusagen noch mit den Tasten laut und leise drehen, sowie hier einen Fingerabdrucksensor, um dein Telefon zu entsperren. Im oberen Bereich, noch haben wir das Telefon nicht an, ist klar, das Display, und du siehst ja auch schon die kleine Notch. Andere Seite ist dann hier sozusagen noch der SIM-Kartenschacht vorhanden und natürlich auch noch die Möglichkeit, hier Micro-SD-Cards zur Erweiterung deines Speichers mit einzulegen. Es handelt sich hier um die LTE-Version des Samsung A15. Wenn du die 5G-Version haben möchtest, dann musst du nochmal 20 € raufpacken und schon kannst du auch in 5G im Internet surfen. Software Android 14 mit drauf, 6,5 Zoll Display, fast so wie beim iPhone 15 Pro Max, und das Display hat eine Pixeldichte von 1080 x 2340. Verbaut ist ein Helio G99 Prozessor mit 4 GB RAM, 128 GB Speicherplatz. Im hinteren Bereich befindet sich dann auf der schön designten Rückseite natürlich das Kameramodul mit der Triple-Kamera, einmal 50 Megapixel, einmal 5 Megapixel, und dann gibt es nochmal, wie gesagt, 2 Megapixel als Selfie-Kamera. Die ist dann hier vorne drin direkt in der Notch. Das Akku hat 5000 mAh. Das Telefon ist ca. 200 Gramm leicht und es besitzt ein AMOLED-Display mit 90 Hertz Wiederholung, und die Ladegeschwindigkeit über den verbauten USB-C-Stecker, die beträgt aktuell 25 Watt. Es ist ein Dual-SIM-Handy, das heißt, du kannst hier 2 SIM-Karten mit reinpacken. Gleichzeitig kannst du aber auch noch deinen Speicher erweitern, was bedeutet, dass du die 128 GB, die hier sozusagen drauf sind, nochmal mit einer Micro-SD-Card erweitern kannst. Ganz wichtig für alle Fetischisten, die öfter mal mit ihrem Telefon baden gehen: dieses Telefon ist nicht wasserdicht. Du siehst es hier, das AMOLED-Display ist natürlich perfekt gut gemacht. Schöne Schwarzwerte, gute Kontraste hier auf diesem Bild zu erkennen. Der Blickwinkel ist auch stabiler als bei den Vorgängern. Das heißt, hier kannst du auch von der Seite sehr gut reinschauen, wenn du hier sozusagen mal seitlich auf dein Telefon schaust. Ebenfalls auch die andere Seite, und natürlich die Kontraste und die Schwarzwerte sind hier absolut perfekt für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. 90 Hertz, Bewegung flüssig und gut. Das Negative an dem Display ist natürlich dann, dass es auch Spiegelung hat. Man sieht es hier direkt an meinem Scheinwerfer, der von oben kommt. Hier spiegelt sich natürlich eine ganze Menge auf diesem Display. Wer damit leben kann, was 80% der Nutzer definitiv tun, der hat hier wirklich ein super Display verbaut. Die Größe ist genauso groß wie beim iPhone Pro Max. Das Einzige ist, du hast hier natürlich relativ breite Ränder an diesem Telefon, und die Notch ist natürlich auch sehr, sehr groß hier eingelassen, aber damit kann man komplett zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis leben. Wichtig ist, dass man hier wirklich richtig gut Filme schauen kann, und auf diesem Display lässt sich natürlich auch bei Sonne
alles direkt und schön betrachten. Gehen wir kurz nochmal auf die untere Seite ein. Hier verbaut Samsung klar den USB-C-Anschluss, den 3,5 mm Klinke-Eingang, was ich sehr gut finde. Wer wirklich noch mit normalen Kopfhörern hier rein möchte, ohne Bluetooth, der kann das natürlich richtig gut tun. Und warum das Samsung gemacht hat, das wird sich gleich klären, denn hier ist nämlich auch nur ein Mono-Lautsprecher verbaut. Was bedeutet, wenn du Stereo haben möchtest oder direkt auf deiner Box übertragen möchtest, dann ist es natürlich besser, wenn du hier über 3,5 mm Klinke reingehst, dann hast du einen Stereoton, aber der Monoton, der kann sich natürlich ebenfalls hören lassen und meistens bei YouTube oder auch bei Spielfilmen sind so Stereo-Effekte eigentlich beim Handy gar nicht mal so wichtig und deswegen gibt es hier wie gesagt einen Mono-Lautsprecher. Was natürlich absolut unübertrefflich ist, ist, dass Samsung dir hier 4 Jahre Software-Updates garantiert, 5 Jahre Sicherheitspages sind noch mit dabei und das zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach nur wow. Und hier in diesem Bereich in Bezug auf Updates ist Samsung mit diesem Telefon in der Preisklasse der absolute Spitzenreiter. Das findest du kaum beim anderen Hersteller. Die Performance des Prozessors ist natürlich relativ langsam gegenüber den großen, teuren Modellen, aber ich sag mal, Apps lassen sich hier absolut easy und einfach und relativ schnell öffnen. Bei der Kamera-App hat es jetzt gerade mal ein paar Millisekunden gedauert und natürlich auch bei den anderen Apps, die hier sozusagen von Google von Hause aus mit drauf sind, geht das natürlich nicht im perfekten Supertempo. Das dauert ein paar Sekunden, aber wer sich darauf einstellt, kann ebenfalls auch damit leben. Wer natürlich dann die schnelle Performance haben möchte, absolut easy und super schnell, der muss natürlich auch 500 bis 1000 Euro rauflegen, um hier das Supermodell von Samsung zu haben. Die Performance bei Instagram, Facebook, YouTube, Shorts, TikTok und so weiter und so fort ist hier auch wirklich ausreichend. Also du hast hier beim Hoch- und Runterscrollen kaum jetzt irgendwelche Nachteile gegenüber teuren Telefonen und du siehst, es funktioniert hier direkt perfekt und man kann sich eigentlich von der Geschwindigkeit hier wirklich direkt angleichen. Da merkt man keine Ruckler oder irgendwelche anderen Dinge. Sofern du gutes Internet hast, funktionieren natürlich alle Social-Media-Dienste hier perfekt. Kommen wir mal zu den rückseitig verbauten Kameras. Es ist ein Triple-Kamera-Handy, was bedeutet, hier hast du 3 Kameras, einmal 50 Megapixel, dann wiederum 5 Megapixel und 2 Megapixel und ein LED-Blitzlicht und die Kameras sind eigentlich relativ gut eingestellt. Vom Prinzip her hast du mit der Hauptkamera von 50 Megapixel bei Tageslicht kaum Probleme. Sie bietet dir gute Fotos mit leicht übersättigten Farben, eine gute Dynamic Range. Die 5 Mega Ultra-Wide-Kamera, die ist natürlich nicht so beeindruckend. Du kannst natürlich noch hier Weitwinkelfotos machen, aber ich sag mal, die Qualität, die ist ausreichend, aber nicht mega gut. Die 2 Megapixel Kamera bei Tageslicht okay, ansonsten sind Videos in 1080p möglich und du hast natürlich hier noch einen Bildstabilisator bei Videodrehs verbaut und hiermit kannst du kurze Videos oder Urlaubsshots unwahrscheinlich gut machen. Die Qualität reicht auch definitiv für die meisten Ansprüche aus und du hast natürlich auch kaum Wackler. Anhand der Bildstabilität, die der Samsung hier in das Telefon mit eingebaut hat, kriegst du eigentlich schon ganz gute Filme raus. Allerdings von der höchsten Auflösung nur in 1080p, das ist sozusagen das HD-Format. 4K kriegst du mit diesen Kameras nicht. Die Kamera-App wie gewohnt von Samsung gut gestaltet. Die Möglichkeit hier zwischen Porträt, zwischen dem Fun-Modus, natürlich auch Foto, Video und mehr. Und hier kriegst du nochmal einen kleinen Pro-Modus, in dem du sozusagen einige Funktionen manuell einstellen kannst. Wenn du dann rüber gehst in den Videomodus, dann gibt es die Möglichkeit hier in Full HD zu drehen, beziehungsweise in HD bis zu 30 FPS. Das Bildformat, das kannst du auch nochmal angleichen, entweder 1:1 oder halt 9:16 oder wiederum dann im Vollbreitformat 16:9. Ansonsten Fotoformate ebenfalls hier möglich in verschiedenen Einstellungen, die du dann hier noch tätigen kannst in der App. Und auch bei den Fotos kannst du natürlich über 12 Megapixel oder 50 Megapixel entscheiden. Und hast natürlich noch andere Funktionen hier oben drin, wie zum Beispiel den Blitz oder die Zeitaktivierung hier, wenn du jetzt sozusagen mal Fotos mit dir selber machen möchtest. Dann wiederum hier die verschiedenen Formate, 3:4, 9:16, 1:1. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Angeglichen an das Preis-Leistungs-Verhältnis hast du hier eine wirklich gute Kamera-App, die du auch ausführlich nutzen kannst.
Das Akku hat 5000 mAh und begleitet dich bei der normalen Nutzung hier über 2 Tage ohne zu laden. Das Aufladen funktioniert bis zu 25 Watt. Mehr geht nicht bei dem Telefon, reicht aber für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis völlig aus. Ein Netzladeteil ist im Lieferumfang, wie gesagt, nicht enthalten und wenn du eins brauchst, direkt in meiner Videobeschreibung. Zocken geht natürlich auch relativ gut, also die meisten Spiele kannst du hier wirklich in normaler Auflösung relativ vernünftig schauen und kannst hier gute Performance erwarten. Erwarte nicht zu viel, das ist natürlich nur vom Prozessor abhängig. Hier passiert nicht allzu viel, aber wie gesagt, Zocken ist möglich und dass das einigermaßen gut aussieht, das sieht man hier direkt beim Spielen. Fazit von diesem Telefon: Ich finde es designtechnisch wirklich sehr ansprechend, gerade im hinteren Bereich mit dieser Triple-Kamera und natürlich auch hier diesen Spiegelungen, die du dann auch bei Sonnenlicht hast. Absolut gut gemacht. Klar, das Telefon ist nur aus Plastik, besitzt weder eine Glasrückseite noch irgendwelche anderen Spielereien und Highlights, aber von der Kamera-App und natürlich auch von der Bedienung kannst du es echt nutzen. Du musst natürlich damit klarkommen, dass der Prozessor ein bisschen schwach auf der Brust ist und nicht so wie bei den großen Smartphones von Samsung hier absolut durchrauscht. Es dauert ein bisschen, bis eine App sich öffnet, das ist aber vom Zeitfaktor her auch nicht allzu schlimm. Unschlagbar der Preis, 135 € in der normalen Grund 4G-Version, das ist wirklich absolut unschlagbar, gerade mit den Updates über 4 Jahren bei Android und bei Samsung. Das ist natürlich ein Highlight, hier kannst du wirklich einigermaßen sicher mit diesem Telefon über Jahre arbeiten. Die Kamera ist gut, das Display ist wirklich herausragend für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, 90 Hertz und dann noch AMOLED, also hier kannst du Filme schauen und alles sozusagen genießen, was Social Media bedeutet. Und es ist nicht das Neueste, es ist nicht das Beste, aber für diesen Preis einfach ein Hammer-Telefon, was man sich sozusagen leisten kann. Man kann es in allen möglichen Varianten benutzen, es sieht richtig formschön aus, es hat eine super Qualität und was soll man dazu sagen? Für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis bekommst du von anderen Anbietern wirklich nicht diese Leistung geboten. Deswegen ist es mein Smartphone 2024 im Billigsektor und wer mehr Informationen dazu haben möchte, der findet alles direkt in meiner Videobeschreibung, auch den Link zum Kauf und ich sage für heute Tschüss, bye bye und winke winke, sehr gern bis zum nächsten Video.